Ja, hallo. Heute mache ich mal wieder ein Video. Ich mache das jetzt mal im Stehen, weil ich eigentlich lieber stehe, als dass ich sitze. Ich versuche gerade etwas Wesentliches zu sammeln. Ich meine, es ist an der Zeit, dass wir an unserem Charakter arbeiten und an unserem Geist, dass wir uns geistig erhöhen. Und um uns geistig erhöhen zu können, brauchen wir einen feineren Charakter. Unsere Gesellschaft, so wie sie strukturiert ist, basiert darauf, auf Profitgier, Habgier, Machtgier, Eifersucht, Neid etc. Eigentlich alles, wie wir selber definieren, negative Faktoren. Darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut und wir produzieren unablässig Dinge, die wir nicht brauchen, die eigentlich keinen gesellschaftlichen Nutzen haben, sondern nur denen Nutzen, die damit Geschäfte machen, davon profitieren und uns scheinbar befriedigen. Aber was befriedigen sie? Erst wird in uns eine Sucht oder ein Neid erzeugt für etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen und gar nicht selber herstellen würden. Ich würde mal sagen, 90-95% aller Dinge, die wir produzieren, sind überflüssig. Sie sind nicht nur überflüssig, sondern sie schädigen die Welt, sie schädigen die Natur, deren Produktion schädigt die Natur und die Welt. Und wir zerstören uns eigentlich selbst, weil wir die gesunde Basis, auf der wir existieren können, zunichte machen. Wir zerstören nicht nur uns, sondern wir zerstören auch andere Lebewesen, Lebensformen. Und deshalb ist es an der Zeit, dass wir uns charakterlich erheben, dass wir neue Gesellschaftsformen konstruieren. Wir brauchen keinen Kapitalismus, wir brauchen keine Diktatur, wir brauchen auch keinen Kommunismus, sondern wir brauchen eine Gesellschaftsform, die auf einer höheren geistigen Ebene fundiert ist. Und diese höhere geistige Ebene, die würde ich mal bezeichnen als das, was in der Bibel mit Liebe bezeichnet wird. Liebe im weitesten Sinne, im höheren Sinne. Agape und Nächstenliebe. Wenn wir das als Basis nehmen für eine Gesellschaft und auch als Basis nehmen für die Art und Weise, wie wir etwas produzieren und auch was wir produzieren, haben wir auch einen glücklicheren Geist und wir sind fröhlicher, wir sind glücklichere Wesen. Dazu gehört es aber, dass wir uns mehr Zeit nehmen für geistige Tätigkeit und das heißt, uns weniger auf die Materie fixieren. Wir müssen nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, um uns Dinge anzuschaffen, die wir nicht brauchen. Und was bei uns
verloren geht, das ist eigentlich dieser geistige Zusammenhalt und das geistige Zusammenfinden, dass es zu unserem Dasein gehört, dass wir uns in Gruppen zusammenfinden, wie auch immer definiert oder wie auch immer zusammengesetzt und reflektieren, wie wir leben. Und auch darüber sprechen, was können wir verbessern, wie könnte unsere Gesellschaft aussehen und vor allen Dingen Neues wagen und nicht hoffen, dass es alles so weitergeht wie die letzten Jahrhunderte. Nicht hoffen, das ist die Sackgasse. Und das finde ich das Schöne an all den Katastrophen, die wir jetzt haben und auch daran, was zum Beispiel so ein kleines Virus machen kann. Das heißt, die Menschen runterholen von seiner Arroganz. Zu glauben, er wäre das wichtigste Wesen im Universum. Und er hätte das Recht, über alles zu diktieren, zu herrschen. Es ist gesund, dass wir eins auf den Deckel kriegen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche ist unser Charakter. Das ist das Wesentliche und dazu gehört unser Maß an Liebe oder Nächstenliebe. Das finde ich und ich finde, das ist doch schön definiert in der Bibel und in dem Christentum, wie wir es nennen. Die Liebe im weitesten Sinne als Basis für alles, was wir tun. Ja, das wünsche ich mir und das möchte ich auch noch miterleben und daran mitwirken. Eine Liebe, die sich ausdehnt, ausbreitet, die über Neid, Eifersucht, Habgier, Profitgier, Machtgier etc. steht. Eine Liebe auf einer höheren geistigen Ebene. Ja. So, das wollte ich jetzt mal sagen heute und ciao und Shalom.